Hallo und herzlich willkommen bei Entschachtelt und zu dem Video zum MSI Claw 8 AI Plus, dem Riesen-Handheld, dem genialen Handheld und dem vielleicht Handheld oder es vielleicht was wäre wenn Handheld, weil, ach komm, ich fange erstmal meine Geschichte von vorne an. Ich habe mir nach dem ROG Ally X einen neuen Handheld gesucht und zwar mit größerem Display und Power brauchte er. Da hat man in den letzten Wochen immer gelesen, wie großartig die letzten Patches von Intel waren, weil MSI sind die einzigen, die Intel-Chipsets benutzen in ihren Handhelds. Und das merkt man auch warum. Dass das so, ja, endlich laufen so gut wie alle Spiele und da ist Power hinter und da läuft so gut wie alles mit und der riesige Akku und der riesige Bildschirm und so weiter und so fort. Ja, geil, habe ich mir geholt. Also das Ding 1000 Euro, 1000 Euro geholt und erstmal ausgepackt. Was ist drin? Diese geile verbleichte Verpackung, die sieht natürlich aus wie so 80er, 90er Jahre Kram, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Fand ich schon geil. Und dann macht man auf und da liegt einfach nur dieser Handheld in einer billigen Plastiktüte verpackt, wo man denkt, okay, das können andere besser für 1000 Euro, aber gucken wir erstmal weiter. Und dann hat man da nur Anleitungen und 65 Watt Netzteil drin. Sonst nichts. Und das ist wirklich so billig reingeschmissen, wie Omi hat das zu Hause verpackt. Hä? Warum? Für 1000 Euro? Da muss der Handheld aber richtig überzeugen. Also erstmal 17 Stunden gefühlt Windows installiert. Ich habe noch nie so eine lange Windows-Installation gesehen wie bei dem Handheld. Selbst der ROG Ally X, der hat 4-mal Windows installiert und eingerichtet in der Zeit, wie es der MSI Claw macht. Gut. Muss noch nichts heißen. Also irgendwann mal Windows an, vollgepackt mit Apps und Programmen von Microsoft und so weiter, die selbst der Ally X gar nicht so drauf hatte. Zumindest in meiner Erinnerung war das gar nicht so schlimm wie beim MSI. Also erstmal die Intel-Treiber in der Intel-App erneuert und das BIOS erneuert und geupgradet und geupdatet. Dann die Software von MSI geupdatet und so weiter. Und jetzt geht's los erstmal. Mein User-Szenario ist halt 80% Retro-Spiele, Emulationen und sowas, damit meine Sammlung gut auf ein Gerät spielbar ist. Und dann 20% PC-Spiele, manchmal so kleine Spiele oder manchmal auch so neue Spiele, wo ich dann einfach Bock habe, das unterwegs zu spielen. Kurz erstmal den Handheld in der Hand genommen, das Gefühl bei dem Handheld, das ist so ein bisschen wie, als wenn das 10-jährige Kindchen das erste Mal ein Game Gear in der Hand hat, ein Sega Game Gear. Hier, das Teil. Wenn man das als 10-Jähriger erstmal in der Hand hatte, so in der Art, das hat mich direkt daran erinnert, so einen Claw 8 in der Hand zu halten. Fand ich eigentlich ganz schön retro. Da kommen natürlich gleich so diese geilen Erinnerungen aus Anfang der 90er wieder hoch. Sega Game Gear! Ja, gut, meine Patschehändchen sind jetzt nicht die allergrößten, aber auch nicht die kleinsten, eher so Standardhände und ich fand es schon ziemlich groß. Allerdings war alles, die Sticks waren ganz gut, ein bisschen leichtgängig für meinen Geschmack. Ich mag es eher, wenn da ein bisschen mehr Widerstand ist. Die Buttons waren alle gut drückbar, die Rückseite fühlte sich okay an. Nicht sehr gut alles, aber auch nicht schlecht. Es war einfach so, ja, war in Ordnung. Ja, dann PC-Spiel installiert, nach dem ganzen Updaten. Da war immer wieder so ein Ruckeln, also so eine Gedenksekunde, so Stopp und weiter geht's. Und dann, das lief alles nie ganz rund. Und ich habe natürlich umgestellt. Ich habe zwischen OpenGL, Vulkan, ich habe andere Sachen eingestellt, ich habe mir Tutorials angeguckt, aber dieses ab und zu ruckeln habe ich nie so wegbekommen. Nie so völlig wegbekommen. Und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht für diese 1000 Euro. Hatten alle irgendwie nur Stockholm-Syndrom? Also sowas wie: Ich habe 1000 Euro ausgegeben für ein Handheld oder es ist mein erster Handheld, alles geil? Weiß ich nicht. Also bei mir lief das wirklich nicht so rund mit den ersten PC-Spielen, die ich hatte. So billige Indie-Spiele, also wirklich schlecht Grafik, sagen wir mal, oder simpel Grafik, nicht schlecht Grafik. Die liefen eigentlich alle gut, aber alles, was so ein bisschen mehr Power, das hatte immer so... Das war nie so greifbar flüssig, wie ich es mir erhofft hatte oder wie andere da immer von berichtet haben. Auch mit dem Upscaling XeSS von Intel, das war besser, viel besser, aber es hatte immer mal wieder so ein
Nie so diese perfekte Performance, die man erwartet hat, oder die gute Performance, aber nicht perfekt, sondern gut. Da steckt ja Power in dem Handheld drin. Als das Ding gestartet ist, Anfang 2025 oder Ende 2024, je nachdem, hatte das massive Treiberprobleme. Intel ist jetzt nicht bekannt für ihre Grafik-Hardware. Und die müssen sich da halt erstmal noch ein bisschen einfuchsen, einarbeiten und sowas. Von daher wurde das mit den Patches wohl laut Online-Sachen immer besser. Und gerade in den letzten Wochen soll das wohl ziemlich gut gewesen sein an Updates. Und das habe ich ja jetzt Mitte Juli alles mit aufgenommen. Und trotzdem war ich nie ganz zufrieden mit der Performance, die mir das Gerät geboten hat. Der ROG Ally hatte für mich das flüssigere Spielerlebnis aus irgendeinem Grund. Dachte ich vielleicht sind das Einstellungssachen, aber selbst Online-Tutorials oder Foren und Reddit und so weiter konnten mir da ehrlich gesagt nicht weiterhelfen. Ich habe gesagt, gut, erstmal die paar PC-Spiele, die ich ausprobiert habe, zur Seite. Und jetzt probiere ich Emulationen aus. Die ganzen alten 2D-Spiele liefen auch gut. Gut würde mich nicht wundern, weil das kann jeder. Der Bildschirm mit seinen 8 Zoll im 16:10 Format ist auch ziemlich gut dafür, weil wenn man ein 4:3 Bild hat, ist das ziemlich riesig und das fand ich halt immer geil. Deswegen 8 Zoll ist schon geil, vor allem im 16:10 Format. Einer der Gründe, warum ich zu dem Gerät gegriffen habe. Dann fing es aber an mit den 3D-Spielen und da war wieder so eine Gedenksekunde. Egal ob Dolphin oder Xbox EMU, also XEMU, PlayStation, da war die Performance überall nicht so gut, egal ob Vulkan, OpenGL, Software-Emulation. Klar, Emulation ist ein schweres Thema und das muss man halt immer rumfummeln. Aber auch da konnte mir keiner helfen und die Performance war nicht gut und es waren immer mal wieder Gedenksekunden drin. Die hatte ich vorher bei keinem anderen. Weder bei den Android-Handhelds noch bei dem ROG Ally oder bei dem Steam Deck, das ich mal hatte. Und da fing ich schon so langsam an mit 1000 Euro dafür, ne? Und was finden alle an dem Gerät? Und dann ging es los mit, es wurde immer und immer schlimmer. Also zumindest meine Erfahrung. Die Hardware blieb irgendwie fast gleich, aber meine Erfahrung wurde immer schlimmer. Der Power-Button ist eingeklemmt gewesen, wodurch er immer so schräg drin stand. Also Hardware war schon mal mies, Kontrolle. Kann ja immer passieren, aber das war so, der Fingerabdruck manchmal funktioniert, manchmal nicht. Dann fing es an, dass die Vibration. Ich habe noch nie so schlechte Vibrationen in einem Gerät gehabt. Also selbst in den, ich sag mal so, wenn ihr einen Motor anmacht am Auto und packt auf die Motorhaube, da habt ihr eine bessere Vibrationseinheit als das, was in diesem Controller drin ist. Das ist einfach nur so ein billiges Vibrieren, also wirklich billig. Das kann jeder 10-Cent-Artikel, den ihr bei AliExpress kauft, besser als das, was in diesem Teil steckt. Warum ist die Vibration so schlecht? Selbst auf voller Power, auf halber Power konnte man einstellen und testen und das war wirklich grottigst. Dann, wie gesagt, das Ruckeln war da, der Vibrationsmotor war schlecht, der Powerbutton war eingedrückt und so weiter. Das Gerät war laut, relativ laut. Es war lauter als mein ROG Ally X. Also es wurde immer wieder betont, dass der extrem leise sein soll für seine Power. Das heißt, selbst wenn ich die Wattzahl runtergedreht habe, wofür ich halt erstmal ein Update machen müsste, weil vorher gab es nicht mal einen Slider dafür, sondern es gab nur vorprogrammierte Dinge. Selbst wenn ich wirklich die Wattzahl so auf 15, 16, 17 hatte, der hat geblasen. Und manchmal einfach nur so an, aus, an, aus, an. Das reicht jetzt. Ich habe keine Ahnung, was die Leute an diesem Handheld finden. Und nochmal, die MSI-Software, ne, sowas schlimm. Ich habe es gelesen, dass die MSI-Software, dieses Center M und sowas schlecht sein soll. Ne? Aber mit meiner Erfahrung, ich habe gedacht, komm, das sollte kein Problem sein und so weiter. Aber das ist echt eine miese Software. Man kann gar nicht so viele Sachen einstellen. Die hinteren Button kann man gar nicht frei belegen, sondern man muss das gucken, was er einem vorgibt, was belegt werden kann. Oder in meisten Sachen kann es nicht mal benutzt werden überhaupt, die hinteren Buttons. Viele Einstellungen fehlen. Man muss in manche Menüs wursteln, immer mal wieder tief reingehen, damit man simple Sachen umstellen kann, anstatt dass sie in den Stelleinstellungen sind. Mal kommen die Seitenfenster rein, mal kommen sie nicht rein. Entscheidet das Programm halt selbst, ob es mal auf Knopfdruck kommt oder nicht. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dieses gesamte Erlebnis steht natürlich völlig im Kontrast zu den anderen. Ich weiß, wenn ihr jetzt hier zuschaut und ihr wollt eure Beweihräucherung zu eurem 1000-Euro-Kauf haben und wollt eure Bestätigung haben,
absolut kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe das Ding sofort wieder zurückgeschickt, nach 3 Tagen benutzen und 4 Tagen haben, weil das war echt absolut mies. Ich hatte es auch nochmal zurückgesetzt und nochmal neu mit Recovery einfach nochmal neu aufgesetzt. Hat gar nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, ob ich fehlerhafte Hardware hatte, ob ich einfach zu empfindlich bin, was sowas angeht, solche Sachen, oder auch mein Benutzerszenario halt einfach zu randgruppenlastig ist. Aber ich kann durch die Bank weg sagen, das ROG Ally, das war dagegen, und erst recht Steam Deck, das waren dagegen wirklich Kinderkram. Also da konnte man nichts machen. Emulation, der PlayStation 3, da hatte man, ich habe kein Spiel vernünftig zum Laufen gekriegt. Egal wie ich es eingestellt habe, selbst mit Online-Tutorials, selbst mit den Einstellungen, die ich vorher hatte, egal wie und was und warum. Es lief einfach nicht flüssig. Mal hatte ich gar kein Bild und nur das HUD, dann war Sound weg. Mal hatte ich schlechte Performance beim Spielen, aber es fehlten einige Effekte, einige Dinge. Das war immer so ein Hin und Her. Und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, und es hat mich genervt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann es aus meiner Erfahrung nicht empfehlen, das Teil. 1000 Euro dafür? Nein. Holt euch irgendwas für 700 Euro, 600 Euro, teilweise 500 Euro. Da werdet ihr wahrscheinlich mehr Spaß haben. Gerade weil AMD mit den Ryzen-Chips, gerade der Z1 Extrem, einfach so viel bessere Treiber hat, so viel bessere Kompatibilität hat auch, gerade was Emulation und auch Spiele angeht momentan. Da ist dieser Intel-Chipsatz einfach, da kommt Intel mit den Treibern einfach nicht hinterher. Die Power dürfte da sein, aber die Treiber sind es definitiv nicht. Von daher kann ich das nicht empfehlen. Jetzt der Wendepunkt. Jetzt könnt ihr natürlich denken, ja, aber das war doch, ihr hast bestimmt ein fehlerhaftes Gerät gehabt, bei mir ist das nicht, bla bla bla. Mag sein. Und deswegen gebe ich MSI noch eine Chance. Und zwar, wenn ihr das sehen wollt, demnächst in ein wenigen, man kann schon Tagen oder Wochen, erscheint der MSI Claw A8. Ähnliches Gerät, ein bisschen anders vom Design her, hat aber dann den Ryzen Z2 Extreme drin. Nicht zu verwechseln mit dem Z2 Go, dem ganz billigen Chip, der jetzt gerade beim Legion Go drin ist. Nein, das ist der Z2 Extreme, also der oberste Chip von der neuen Generation. Da bin ich mal gespannt. 8 Zoll, die Lautsprecher, das muss ich noch sagen, der Lautsprecher von MSI, von dem Claw 8, das war echt super. Das war, glaube ich, mit der beste Lautsprecher, den ich seit langem gehört habe. Und einem Handheld ist es, glaube ich, der beste Lautsprecher, den ich in einem Handheld hatte. Das haben die gut hingekriegt. Das Display war auch top. Absolut keine Bemängelung, oder das hat Spaß gemacht, da drauf zu gucken. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das Display und der Sound vom MSI Claw 8 verbunden mit dem AMD Ryzen Z2 Extreme und damit auch den Ryzen-Treibern, eventuell Kompatibilität zu SteamOS in der Zukunft und Hall-Effekt, Sticks und Trigger, beides. Also nicht nur wie beim Ally X, dass dann nur die Trigger Hall-Effekt sind. Nein, auch die Sticks sind Hall-Effekt-Trigger, Sticks und Trigger. Und vielleicht ist die Vibration besser. Ich werde es in 1-2 Wochen sehen, und dann werde ich auch dazu ein Video machen. Oder vielleicht mehrere Videos dann dazu machen. Aber das ist jetzt so meine Erfahrung mit dem MSI Claw 8, und deswegen kann ich es euch jetzt nicht in die Hand oder in die Kamera zeigen, weil ich habe das Ding einfach wieder mit schäumendem Mund zurückgeschickt. Das war echt eine miese Erfahrung. Durch und durch, kann man sagen. Wie gesagt, seid nicht sauer. Ich werde den A8 testen. Ich werde ihn ausprobieren, und dann werde ich davon berichten. Ich hoffe wirklich, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist. Kostet ebenso 1000 Euro. 1000 Euro für ein Handheld. 2 Switches. Mehr als 2 Switches. Der Switch 2. Schauen wir mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Habt ihr Erfahrung mit dem MSI Claw 8? Oder vielleicht sogar dem 7er. Wie ist das mit MSI bei euch und der Softwareunterstützung, den Treibern, der Hardware? Schreibt mal eure Erfahrungen darunter, und ob da auch Ähnlichkeiten zu dem ist, was ich halt hatte. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder jetzt diese Erfahrung hatte, aber vielleicht bin ich nicht alleine. Tröstet mich. Und wie gesagt, ihr könnt nicht sagen, dass ich eure Lieblingsfirma MSI halt Böses tun will, weil ich habe mir schon
die neue Version vorbestellt. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören.